Hilft Meditation gegen Depression? Das scheint viele Menschen zu beschäftigen. Depressive Verstimmung kennt ja fast jeder. Und auch längere Depressionen sind in vielen Biografien ein Teil des Erlebens von uns allen. Und klar, es gibt die psychotherapeutischen Hilfen und Verfahren und es gibt da diesen ganzen Bereich der Meditation. Und ich kann die Frage erstmal mit Ja beantworten. Ja, Meditation kann bei Depression helfen. Und jetzt kommen die Rahmenbedingungen. Also ganz wichtig ist, dass wir, um aus depressiven Verstimmungen herauszufinden, dass wir uns einem sinnvollen, heilsamen Handeln zuwenden. Und das erscheint in der depressiven Krise, erscheint uns das ja fast unmöglich. Aber es beginnt damit, jemandem anders einen Tee zu kochen. Es beginnt damit, für jemanden etwas zu kochen. Den Hund der Nachbarin auszuführen. Kleinigkeiten, irgendwo, immer wieder, irgendwo in unserem Leben darauf zu achten, was kann ich für andere tun. Mein Lehrer Genye Rinpoche, der hielt das für die wesentlichste Grundlage, um diese positive Kraft aufzubauen, langfristig aus Depression herauszufinden. Psychotherapeutische Unterstützung sollten wir nicht sein lassen. Die ist wichtig und sehr, sehr hilfreich. Und was allerdings Psychotherapeuten beobachtet haben, ist, dass unglaubliche Synergien wirken, wenn Menschen gleichzeitig ihre Achtsamkeit schulen, präsenter werden, bewusster werden, was ihre inneren Prozesse angeht. Und dass dann Therapien sehr viel schneller zu einer Lösung führen. Und deswegen also erstmal schon mal ein Plädoyer, alle Bereiche unseres Seins einzubeziehen, auch den Körper, die Natur, dann die Psychotherapie, das heilsame Handeln und als Grundlage für alles eine sich entwickelnde Fähigkeit, mit den Vorgängen in mir gut in Kontakt zu sein, wirklich gut zu spüren, was ist. Jetzt ist es nicht so, dass jede Art von Meditation per se einfach hilft. Nein, nein, keineswegs, sondern in der depressiven Verstimmung gibt es ein Ausweichen. Also die Depression ist eigentlich ein Lösungsversuch. Es ist für den Menschen die im Moment beste Lösung, mit den inneren Themen umzugehen. Und wenn wir beginnen zu meditieren, dann wird das wichtig sein, dass wir uns in der Meditation nicht nur fokussieren und ausrichten, zum Beispiel ganz konzentriert den Atem ein- und ausstreichen lassen, um diese Fähigkeit der inneren Präsenz zu schulen, sondern es geht eben auch darum, vertraut zu werden mit dem, wovor wir davonlaufen. Denn das ist auch ein Teil. Es sind Ängste aktiv in der Depression. Und Meditation kann uns sehr dabei helfen, in dieser Unruhe, in den Ängsten, in dem Unbequemen, Unangenehmen Entspannung zu finden. Und da unterscheiden wir zwei Arten der Meditation. Also ganz sicher ist die fokussierte Meditation hilfreich, begrenzt hilfreich, also sich auf eine Visualisation zu konzentrieren, also zum Beispiel eine Lotusblüte, könnte auch eine Seerose sein, zu visualisieren, die für mich die Qualitäten der inneren Reinheit darstellt. Und mit diesem inneren Bild
so die Aufmerksamkeit zu stabilisieren. Den Atem habe ich schon erwähnt. Oder Gehmeditation zu machen. Also ganz bewusst zu gehen und den Körper zu spüren. Das sind alles Sammlungsmeditationen mit verschiedenen Stützen, die bewirken, dass der Geist, also unsere Aufmerksamkeit, nicht so abschweift, nicht in den depressiven Gedanken unterwegs ist, sondern in dem, was gerade stattfindet. Und das ist zutiefst heilsam. Für alle. Egal welche psychische Herausforderung wir gerade in unserem Leben haben. Das wirkt aber nicht lösend. Das ist das ist eine gewisse Pause in der depressiven Verstimmung. Wir brauchen etwas Auflösendes. Wir brauchen etwas Lösungsorientiertes und das wird nur geschehen, wenn wir uns in der Meditation erstmal vertraut machen damit, dass das Entspannen möglich ist. Und dann vertrauter werden, also ich lehne mich jetzt auch extra zurück, so vertrauter werden damit, was für Stimmungen auftauchen. Traurige Stimmung, Verzweiflung, Gefühle von Alleinsein, Ängste, Unruhe. Dass wir vertrauter damit werden, was da alles so in unserem Geist aktiv ist. Und wir entdecken, dass da ganz viele Stimmungen sind, ganz viele Schichten. Und wir atmen durch diese Schichten durch diese Stimmungen. Und da hilft uns dann die Schulung in der konzentrativen Praxis, die hilft uns in gemäßigter Form, mit all dem zu sein, mit all dem zu atmen, präsent zu bleiben, was da an Stimmung bemerkbar wird. Und die überraschende Entdeckung für Menschen mit depressiver Belastung in der Meditation ist, dass sie sich als ganz lebendig entdecken, dass sie merken, wow, dieser Deckel, den ich spüre, dieser Nebel, dieses Herabgestimmte, dieses Niedergedrückte, das ist nur eigentlich wie so ein Nebel, der eine unglaubliche innere Aktivität und auch Anspannung verhüllt. Und wenn ich mich darauf einlasse, zu spüren, dann merke ich, was für Gedanken und Stimmungen und Erinnerungen, Gefühle da aktiv sind. Und da brauche ich vielleicht dann Begleitung. Also ich bin jetzt nicht so ein Fan davon, das alles allein zu machen. Ich brauche vielleicht Begleitung darin, den Weg der entspannten Aufmerksamkeit mit meinen depressiven Stimmungen zu gehen. Und merke da drin zum Beispiel hinter all dem anderen eine Sehnsucht. Und nicht nur eine, Sehnsüchte nach Freiheit, geliebt zu werden, zu lieben, etwas Wildes in mir, Lebensimpulse, die wie nicht möglich waren, die zurückgestellt werden mussten und jetzt ins Bewusstsein auftauchen. Und so wird Meditation nicht die eine große Lösung sein für Depression, sondern ist das, was unsere Aufmerksamkeit schärft dafür, was eigentlich in uns leben möchte. Wir merken deutlicher, dank der Phasen von Meditation, was uns eigentlich wirklich inspiriert und wofür es sich lohnt zu leben. Also der Sinn meines Seins wird deutlicher. Ich spüre, ja, genau, ich möchte so offen sein. Ich möchte eigentlich so fühlen können. Ich möchte aus diesem Stress rausfinden. Und ich beginne Wege zu finden. Meditation bedeutet ganz da sein. Und ganz da sein ist hilfreich, wenn die Depression uns daran hindert, ganz da zu sein. Aber gehen wir sanft vor, lassen wir uns begleiten, gehen wir vielleicht erstmal
so vor, dass wir nur 10 Minuten am Tag praktizieren, also dass wir kurz uns entspannen. Unser System braucht so etwa 10 Minuten, um herunterzufahren. Und das tun wir auch, wenn es zunächst mal unangenehm ist. Ich verspreche aus der Erfahrung, dass wenn sich der Geist entspannt, dass dann angenehmere, weichere Erfahrungen zum Vorschein kommen. Darauf können wir vertrauen. Das ist die Natur des Geistes. Wir werden immer mehr von diesem inneren Reichtum und dieser inneren Beweglichkeit entdecken und vielleicht Lust haben, nicht nur zu meditieren, um depressive Verstimmung aufzulösen, sondern ein Leben lang weiter so präsent zu sein, diese Qualität des wachen Seins in unserem Leben zu kultivieren, sodass uns Meditation dann ein Begleiter für alle Lebenssituationen wird. So etwa, wie wir uns gar nicht mehr vorstellen können, zu leben, ohne uns zu waschen, ohne uns die Zähne zu putzen, ohne einen Tee oder einen Kaffee zu trinken. Meditation wird so etwas ganz Natürliches für uns, gar nichts Ungewöhnliches. Es sind einfach Momente des Nichtstuns. Ein Nichtstun, in dem ich spüren kann, wie es ist zu sein. Ich werde lebendig. Und das ist die Aufgabe für jeden, der durch diese schwierigen Zeiten hindurchgeht, zur eigenen Lebendigkeit zu führen. Und erstaunlicherweise geht das nicht übers Mehr tun, sondern übers Weniger tun. Darin entdecken wir uns selbst als unglaublich lebendig in der Tiefe unseres Seins. Das wünsche ich Ihnen und euch und wünsche jedem, dass er oder sie dann auch die Unterstützung findet dabei, die es braucht.